Und es war bei Nacht und ich habe gehört, die russische Artillerie. Also komme ich in unser Stub und sagte, seid vorbereitet, die Freiheit wird kommen, sehr schnell. Also, aber für uns war ein Problem damals. Wir waren im Krankenbau. Wir waren nicht mehr krank. Wir waren gesund, aber im Krankenbau. Und es musste jemand einen Befehl geben, wir sollen rausgehen können. Und es waren Gerüchte, dass Himmler hatte einen Befehl gegeben, alle Kranke zu töten oder alle Juden zu töten. Und wir hatten sehr Angst, im Krankenbau zu bleiben. Also zu morgens, das war im 21. April, glaube ich, habe ich die letzte Rede von Hitler gehört. Das war sein Geburtstag, 21. April. Hat er gesagt, ob die Deutschen sich nicht verteidigen, ob sie werden nicht kämpfen, werden die deutschen Frauen als Prostituierte bei den Russen sein. Das hat er gesagt. Also, wir haben gesehen, der Lagerarzt ist reingekommen in sein Büro. Haben wir unser Blockautiste gebeten, er soll zu ihm gehen und fragen, ob wir können rausgehen. Wir wollten nur rausgehen, schnell rausgehen. Draußen konnten sie nicht identifizieren. Nur im Lager wussten alle, was mit uns gemacht haben. Ich habe begleitet den Blockautiste. Und während ich habe seine Stiefel geputzt, hat er einen Befehl gegeben, alle unsere Dossiers zu verbrennen. Und ein SS kam zurück und sagt, jawohl, er hat das gemacht. Dann hat er gesagt, sollen sie sich verspreitet rausgehen vom Lager. Deshalb haben wir sich zerteilt. Ich bin geblieben mit Hirsch und wir haben sich in eine Gruppe von 500 Polen und wir waren die erste von einer neuen Gruppe. Wir waren eine Gruppe von Polen. Also wir waren in der ersten Reihe. Und so sind wir rausgegangen. Haben ein Stückchen Brot bekommen, aber in der ersten Nacht hat jemand Hirsch sein Brot zugenommen. Haben wir ein Stückchen Brot geteilt. Es war ein schrecklicher Hunger. Und wir als junge Leute hatten noch Kraft, aber die Älteren, diejenigen, die nicht keine Kraft mehr hatten zu marschieren, haben die SS gesagt, ruhe dich ab am Weg, Seite vom Weg. Und dann die Gruppe ist rausgegangen, hat man einen Schuss gehört, haben wir erschossen. Und deshalb waren so viele Tote bei dem Todesmarsch. Und einmal hat ein SS, aber es war der Anführer, der verantwortlich auf die Gruppe war, ein Offizier SS mit seiner Frau SS. Und die Polen, die kannten den Offizier von ein paar Jahren früher. Er war einer der Schlimmsten. Er konnte schlagen bis zum Tod. Die Leute, die man gefasst hat, wenn die Ziffern zwischen Ausgehen und Eingehen auf dem Appellplatz als man geforscht hat, man geschlagen. Und er war fähig zu zerreißen, ein Mann, einen Deportierten. Er war schrecklich. Aber jetzt hat er Angst vor den Russen. Hat er sich langsam hat er sich getauscht. Man hat gesehen, er konnte sprechen mit uns, wie ein Mensch. Also 12 Tage gemarscht, dann ist ein Lastwagen mit Päckchen angekommen. Und zerteilt die Päckchen, jeder eine hat eines bekommen und der Lastwagen hat sich geleert von seinen Päckchen. Ist Platz da
in Lastwagen ist eine Delegation von den Polen zum SS-Offizier gegangen und gefragt, ob manche Polen können aufgehen. Sie konnten nicht mehr marschieren. Hat er das erlaubt. Ohne Problem. Und wir zwei, sehr schnell auch gefragt, hat er gesagt, ja, Sie können raufgehen. Und oben im Lastwagen hatten wir ein Problem mit den Polen. Sie wollten uns, Sie wissen doch, es war ein gewisser Antisemitismus. Doch, es hat sich geändert. Witold Segarski, der in unserem Blog war, sehr freundlich war mit uns. Aber wir wollten nicht runtergehen, wir sind geblieben. Und dann ist der Schwede weg, hat sich erweitert und da hat sich abgestellt im Weg und gesagt, ist er zurück von hinten ist er gekommen und gesagt, Sie wissen vielleicht nicht, aber Sie sind fast befreit. So hat er gesagt. Sie sind unter unserer Aufführung und wir werden euch nach Lübeck führen und von dort werden Sie nach Schweden mit Fisch schicken. Und er hat uns nach Lübeck geführt. Wir sind in Lübeck, bei Nacht konnten wir nicht fahren, nicht anzünden die Lichter von Auto, weil es waren Bombardierungen. Also bei Tag hatten wir keine Angst, weil man hat da auf dem Dach den Zeichen von Roten Kreuz gesehen. Aber bei Nacht konnten wir nicht. Also bei Nacht habe ich mein Päckchen aufgemacht und eine große Büchse dort gefunden und aufgemacht und das war Milchpuder. Und ich musste Wasser finden, habe ich in einen Hofherd wie Tropf Wasser, habe ich mir eine Paste gemacht und das alles sehr schnell angeschlungen. Ich war sehr krank später. Es waren Kranke, die gestorben sind von diesen. Es hat nicht zugepasst. Aber das war so. Sie haben uns nach Lübeck gebracht und das war den 3. Mai 1945. Morgens sind wir nach Lübeck angekommen, von Schweren bis Lübeck schnell. Und dann haben wir noch die deutsche Uniform gesehen. Aber Nachmittag haben wir keine Uniformen mehr gesehen in den Straßen. Und die Engländer sind reingekommen ohne Schuss. Es war ein Verständnis zwischen den Anführer von Lübeck und die englische Armee. Und sie haben Lübeck befreit und wir waren schon nicht unter die Herrschung von den SS und die Deutschen. Da haben wir bemerkt, dass ein Mann, ein Deportierter, junger Deportierter, singt und er hat Harmonika gespielt mit einem englischen Offizier, das war Shmuel Gogol. Und ein anderer noch hat sich mit uns befreundet, er ist auch zu unserer Gruppe gekommen, das war Leo. Und wir waren von 2 wurden wir 4. Und die konnten sich spazieren in den Straßen von Lübeck frei. Aber wir haben gedacht, wir wussten noch nicht, was ist frei sein, aber wir haben gedacht, ist jemand noch da beim Leben, er soll uns anwarten. Die Tragödie von der Shoah haben wir in uns getragen.